Wir sind hier heute bei Schema Maschinen und schauen uns ein Bearbeitungszentrum für Fensterprofile an. Und zwar ist diese Maschine, die hier hinter uns steht, komplett mit dem MX-System ausgestattet. Und dafür habe ich Kai mit dabei, einen Experten aus dem Bereich E-Plan-Konstruktion und Schaltschrankbau. Und ich möchte mit dir heute im Zusammenhang mit dieser Maschine über ein Thema sprechen, was, glaube ich, bei dir ein sehr umtriebenes Thema heutzutage ist. Ja, vielen Dank, Marvin, für die Einladung. Genau, solche Maschinen sind der klassische Anwendungsfall für das sogenannte funktionale Engineering. Beim funktionalen Engineering wird die Maschine schon in einzelne Funktionen zerlegt und diese Funktionen werden von allen Disziplinen gemeinsam entwickelt. Das heißt, der mechanische Konstrukteur, der Elektrokonstrukteur, Hydraulik, Pneumatik und natürlich auch der Programmierer. Damit erreicht man dann in der Entwicklung eine deutlich schnellere Entwicklung der Maschine und kann später auf die einzelnen Kundenwünsche eingehen, denn solch eine Maschine ist ja keine Standardmaschine, sondern die Kunden haben immer irgendwelche Wünsche, das nennt man dann Optionen oder aber auch Varianten. Und um das Ganze dann abzubilden und im Engineering Zeit und Geld zu sparen, dafür gibt es dann das funktionale Engineering. Genau, und hier sieht man es vielleicht schon ein bisschen durch diese anthrazitfarbenen Rahmen. Das sind einzelne Module, die wirklich einzelne Bearbeitungsschritte an dem Produkt vornehmen für diese Anwendung. Und da ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt dann einen zentralen Schaltschrank hat und alles dorthin führt, sondern am besten wäre es ja, wenn man die gesamte Automatisierungshardware wirklich funktional auch lösen kann. Und da kommt unser MX-System zum Einsatz und dafür gehen wir mal einmal auf die andere Seite rüber und schauen uns an, wie wir das hier bei dieser Maschine umgesetzt haben. Hier stehen wir jetzt beispielhaft vor einem Modul der Maschine, und zwar dem Fräsmodul. Und da sieht man auch schon direkt den Fräskopf. Ja, in der klassischen Schaltschrankbauwelt wäre das Ganze natürlich jetzt zum einen ein Leistungsteil mit einem Motorabgang, um das Ganze anzutreiben. Wir sehen hier auch I/O, das heißt, wir brauchen I/O-Module und dafür natürlich auch eine 24 Volt Spannungsversorgung. Wie habt ihr das Ganze jetzt mit dem MX-System umgesetzt? Genau, wenn wir uns das mal angucken, hier ist jetzt zum Beispiel die Leistungseinspeisung zusammen mit EtherCAT. Es geht direkt in das Modul, was auch zusätzlich die 24 Volt intern erzeugt für die Steuerspannung und das Ganze in die Baseplate einleitet. Und hier sitzen dann die ganzen Funktionsmodule und hier ist jetzt der Fräskopf sozusagen angeschlossen, also der Asynchromotor. Da sind auch direkt schon Kontakte drin für die Temperaturmessung von der Motorwicklung und die Bremsansteuerung ist direkt mit drin. Also die gesamte Funktion dieser Ansteuerung des Fräskopfes ist hiermit umgesetzt. Und für die I/Os, die du gerade angesprochen hast, haben wir jetzt hier zum Beispiel Ausgänge mit 24 Volt und EtherCAT, die gesamten I/Os, die jetzt hier noch drin verbaut sind, als Feld-I/Os direkt anzubinden und zu versorgen. Ja, gerade das Motormodul ist natürlich ein schönes Beispiel für funktionales Engineering, wie ihr das Ganze umgesetzt habt. Da ist neben der eigentlichen Antriebstechnik, also dem Starten des Motors, auch gleichzeitig die Sensorik mit dabei auf einem Modul. Wie sieht es denn aus mit den klassischen anderen Funktionen, die wir so in der Automatisierung brauchen? Antriebstechnik oder auch die Infrastruktur wie Hauptschalter oder Leistungsverteilung? Genau, für Antriebstechnik zum Beispiel haben wir auch verschiedene Module, die dann eben die Servos direkt ansteuern. Hauptschalter gibt es auch Module, die die gesamte Funktion des Einspeisens quasi übernehmen, wo auch noch Sachen wie Energiemesstechnik und so weiter mit drin sein können. Und IPCs haben zum Beispiel auch dann wieder eigene Module. Also es gibt immer diese ganzen Funktionen, die man erfüllen möchte, in einzelnen Funktionsmodulen für das MX-System. Ja, das passt natürlich perfekt dann zu jedem Modul. Genau, und wenn wir jetzt mal einmal noch mal hier entlang der Maschine gucken, sieht man die ganzen weiteren anderen Module, wo jeweils oben die MX-Systeme untergebracht sind, die eben die Funktion dieser einzelnen Module erfüllen. Ja, und so ist die komplette Maschine ohne Schaltschrank konstruiert und gefertigt worden. Genau, und komplett mit dem funktionalen Engineering im Hintergrund.